Hallo Leute, ihr habt heute meinen WWE bzw. WWF Wrestling Spiele, DVD und Figuren Kanal angeklickt und heute werden wir uns mit meiner neuesten Errungenschaft uns auseinandersetzen mit der Wrestlemania Anthology. Also diese Anthology gibt es auf YouTube nicht oft, und wenn sie vorhanden ist, dann wirklich sehr undetailliert, und ich will sie euch aber näher bringen heute, und deswegen werden wir uns die genau unter die Lupe nehmen. Also wenn wir hier mal sehen, also jetzt von der Oberseite glänzt sie, sie ist foliert. Wenn wir da genau raufschauen, steht hier von 1985 bis 2005. Jetzt sind wir Wrestlemania. Und dass es ab 18 ist, wie auch immer. Ich habe das zu Weihnachten bekommen, aber da es nach Griechenland gesendet wurde aus Versehen, kam es halt später an, und ich wohne in Österreich, also ja, kam es mit Verspätung an. Ihr könnt aufs Datum schauen, gestern habe ich es bekommen, aber wie auch immer, das Warten hat sich gelohnt, und ihr werdet gleich sehen warum. Also, es hat 4 Volumes, Volume 1, 2, 3, 4. Und es gab auch diese 4 Karten dabei mit diesen Filmausschnitten, sehr cool. Von WrestleMania 17, Undertaker vs. Triple H. Wir sehen hier den Ausschnitt unten. Dann WrestleMania 15, The Rock vs. Stone Cold Steve Austin. WrestleMania 10, Shawn Michaels vs. Razor Ramon, das Leitermatch. Und WrestleMania 1, Mr. T und Hulk Hogan vs. Roddy Piper und Paul Orndorff. Also dann beginnen wir mal, nehmen wir mal Volume 1 raus. Nehmen wir das hier auf. Hier sehen wir noch solche Bilder. Vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen. Hulk Hogan, Mr. T hier oben, Mr. Fuji, also hier Mr. Fuji, Muhammad Ali, Junkyard Dog und zweimal Andre the Giant. Hier sind dann noch die Matches beschrieben. Ja, also machen wir es mal auf. Legen das hier so hin. Und hier ist dann noch immer so eine Broschüre. Hier ist Hulk Hogan, Andre the Giant. In dieser Broschüre haben wir dann immer die ganzen Matches aufgelistet. Von WrestleMania 1, 2, 3, 4 und 5. Dann nehmen wir mal Volume 2 raus. Hier sehen wir wieder Fotos, Razor Ramon, Mr. Perfect, hier oben Bret vs. Owen Hart, dann Andre the Giant, Shawn Michaels und Tatanka, Sergeant Slaughter und Hulk Hogan. Ja, und hier sind wieder die Matches, wie bei jedem Volume auf der Seite. Diesmal sind aber mehr Discs drin. Hier wieder eine Broschüre über alle Matches. Diesmal mit Ultimate Warrior und Hulk Hogan. Und hier haben wir dann noch WrestleMania 6 und 9. WrestleMania 6, 7, 8, 9, 10 und 11 hier drin. Das ist dann beschrieben alles. Nehmen wir mal die Volume 3 raus. Undertaker, Stone Cold. Nehmen wir The Rock. Dann sehen wir noch Bret Hart, Stone Cold, Dudley, Bubba Ray Dudley. Ja, dann halt wieder die Matches aufgelistet. Machen wir das mal auf. Wenn ich darüber, dass wir noch Platz haben.
Und hier ist dann halt wieder, hier sind dann diesmal 2 Broschüren drin. Eine über Spiele, die ist aber nicht so wichtig. Und dann eben nochmal die Auflistung der Matches hier mit Shawn Michaels und Bret Hart. Hier werden die Matches aufgelistet. WrestleMania 12, 13, 14, 15, 16 und 17. Und bei 16 steht halt in dem Fall 2000 aber richtige Wrestling-Fans wissen ja natürlich, dass das WrestleMania 16 ist. Dann nehmen wir hier noch WrestleMania, also den dritten Teil, also den 4. Teil raus. Sehen uns das an. Hier wieder die Matches. Dann haben wir hier Brock Lesnar, Kurt Angle, The Rock und Hulk Hogan, Batista und Chris Benoit. Hier wieder die Broschüre. Diesmal haben wir ja Hollywood, Hulk Hogan und The Rock. Hier wieder die Matches. WrestleMania 18, 19, 20 und 21. Ich sag nur gleich mal 19 und 18 sind meine Lieblings-WrestleManias, denn die sind extrem cool und naja, extrem. Also, sehen wir uns das mal an. Hier so, die DVDs sind wirklich cool, also ich meine wirklich cool. Sowas gibt's nicht oft auf der Welt und ich habe mal irgendwo gelesen im Internet 1000 Mal gibt's diese Anthology auf der Welt und ich bin einer der glücklichen Besitzer. Und ja, dann sehen wir uns mal die Anthology etwas näher an. Beginnen wir mit WrestleMania 1. WrestleMania 1 fand im Madison Square Garden in New York statt und mein Lieblingsmatch war hier eigentlich das Tag Team Match Mr. T und Hulk Hogan vs. Paul Orndorff und Rowdy Roddy Piper mit Special Guest Referee Muhammad Ali. Dann WrestleMania 2, das fand an 3 Plätzen statt, in der Rosemont Horizon in Rosemont, Illinois, in der Nähe von Chicago, in der Los Angeles Memorial Sports Arena, Los Angeles und im Nassau Veterans Memorial Coliseum oder so ähnlich in, ich glaube das heißt Long Beach oder so, New York. Da war mein Lieblingsmatch, das aus Kalifornien, also das in Kalifornien ausgetragen wurde, das Steel Cage Match King Kong Bundy vs. Hulk Hogan. Dann WrestleMania 3, ein echter Wrestling-Fan weiß, dass da die meisten Fans waren, 93.000 überhaupt. Mein Lieblingsmatch war Andre the Giant vs. Hulk Hogan mit dem Slam Around the World. WrestleMania 4, das Tournament, also das Turnier. Da war mein Lieblingsmatch das Finalmatch, Million Dollar Man vs. Macho Man. WrestleMania übrigens, das fand die beiden übrigens, das Dreier fand im Pontiac Silverdome in Pontiac, Michigan statt. Das fand im Trump Plaza statt und jetzt WrestleMania 5, das fand auch im Trump Plaza statt. Da war mein Lieblingsmatch, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, müsste ich in die Broschüre schauen. Ich glaube, da habe ich nicht so wirklich ein Lieblingsmatch gehabt, aber trotzdem ist es cool. WrestleMania 6 fand im Sky Dome in Toronto statt, da war mein Lieblingsmatch ganz sicher Ultimate Warrior vs. Hulk Hogan. Dann WrestleMania 7, Los Angeles Memorial Sports Arena, mein Lieblingsmatch war das Hardman Slaughter vs. Hulk Hogan. Oder auch das Blindfold Match Jack the Snake Roberts vs. der Model Rick Martel, das war auch cool. Dann WrestleMania 8 fand im Hoosier Dome, so irgendwie, in Indianapolis, Indiana statt. Das war ziemlich cool. Mein Lieblingsmatch war hier Jake the Snake Roberts vs. Hulk Hogan. Vs. Undertaker, Entschuldigung. Und hier war mein Lieblingsmatch, eines meiner Lieblingsmatches auch noch Undertaker vs. Jimmy Superfly Snuka. WrestleMania 9, meine Lieblingsmatches waren Tatanka vs. Shawn Michaels, Crush vs. Doink the Clown und Bret Hart vs. Yokozuna. Das fand im Caesars Palace in Las Vegas statt. WrestleMania 10, wieder im Madison Square Garden. Meine Lieblingsmatches waren Bam Bigelow und Luna vs. Doink und Dink the Clowns und Razor Ramon vs. Shawn Michaels Ladder Match.
WrestleMania 11, da war mein Lieblingsmatch Lawrence Taylor vs. Bam Bigelow. Dieses WrestleMania war halt nicht so gut, aber trotzdem hat es mir gefallen. Dann WrestleMania 12. WrestleMania 12 fand im Arrowhead Bond Anaheim, Kalifornien statt. Da war mein Lieblingsmatch Backlot Brawl, Goldust vs. Roddy Piper. Oder das Iron Man Match, Shawn Michaels vs. Bret Hart. WrestleMania 13 fand in Rosemont Horizon statt. Da war mein Lieblingsmatch das Submission Match Stone Cold Steve Austin vs. Bret Hart und auch Diesel vs. Undertaker. WrestleMania 14 fand im Fleet Center in Boston statt. Da war mein Lieblingsmatch das Dumpster Match Chainsaw Charlie, besser bekannt als Terry Funk, und Mick Foley vs. keine Ahnung, wer war das? Ich kann mich nicht erinnern, müsste ich schon nachschauen auf der Broschüre. Dumpster vs. The New Age Outlaws, genau. WrestleMania 15. Mein Lieblingsmatch war Hell in a Cell, Undertaker vs. Big Boss Man. Das fand übrigens im First Union Center, Pennsylvania statt, also Philadelphia, Pennsylvania. WrestleMania 16 im Arrowhead Bond, Anaheim, Kalifornien. Mein Lieblingsmatch war das Triangle Ladder Match, Hardys vs. Dudleys vs. Edge und Christian. Da WrestleMania 17 Houston Astrodome in Houston, Texas. Meine Lieblingsmatches waren Hardcore Match Raven vs. Kane vs. Big Show und das TLC Match Hardys vs. Dudleys vs. Edge und Christian. Dann Kurt Angle vs. Chris Benoit und Shane McMahon vs. Vince McMahon und Undertaker vs. Triple H, und dann, ich glaube, es war Stone Cold Steve Austin gegen The Rock, glaube ich, war das, soweit ich weiß. War das The Rock oder also Stone Cold? Ja, das war Stone Cold, genau. WrestleMania 18 im Toronto Sky Dome in Kanada. Da war mein Lieblingsmatch das Match Raven vs. Goldust, Hardcore Match, und auch Ric Flair vs. Undertaker und Hollywood Hulk Hogan vs. The Rock. WrestleMania 19, Safeco Field, Seattle, Washington. Meine Lieblingsmatches waren Street Fight, Vince McMahon vs. Hulk Hogan und auch Brock Lesnar vs. Kurt Angle, und irgendwas war noch mein Lieblingsmatch da. Müsste ich kurz nachschauen. Ach, ist ja egal. Ja, Triple H vs. Booker T. Und Stone Cold Steve Austin vs. The Rock war auch nicht schlecht. WrestleMania 20 war Madison Square Garden. Meine Lieblingsmatches waren Big Show vs. John Cena oder auch Goldberg vs. Brock Lesnar. Und WrestleMania 21, da waren meine Lieblingsmatches Rey Mysterio vs. Eddie Guerrero oder auch das erste überhaupt Money in the Bank Leiter Match. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war auch hilfreich für vielleicht, falls ihr euch das kaufen wollt, die Auswahl. Falls ihr Fragen habt, bitte schreibt es oder kommentiert das, und bitte, wenn das geht, schreibt oder kommentiert eure Lieblings-WrestleManias, eure Lieblings-WrestleManias bzw. Lieblingsmatches. Ich bin WrestleMania 97 Freak und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis dann.